Hallo zusammen, herzlich willkommen in unserem Podcast-Studio. Heute beschäftigen wir uns mit einem Verb, das jeder kennt, aber niemand wirklich mag: sich streiten. Hallo Lilia, hallo an alle. Ja, sich streiten ist ein klassisches Verb aus der Ablautgruppe D2. Das bedeutet, wir haben wieder das bekannte Muster I, I. Genau. Bevor wir uns in die Haare kriegen, Thomas, nenn uns doch bitte die drei Stammformen. Sehr gerne. Streiten, Stritt, hat gestritten. Merkt euch den Unterschied. Im Infinitiv haben wir ein langes I, aber im Präteritum und im Partizip Perfekt wird das I ganz kurz und knackig gesprochen. Stritt und gestritten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für euch. In unseren Beispielen sehen wir das Verb mal mit sich und mal ohne. Lilia, gibt es da einen Unterschied? Ja, absolut. Und das ist wichtig. Wenn es um Menschen geht, die miteinander Krach haben, benutzen wir im Alltag fast immer die reflexive Form, sich streiten. Zum Beispiel, er streitet sich mit seinem Bruder. Und ohne das sich? Ohne sich hat das oft eine andere Bedeutung. Man streitet über ein Thema, streitet für eine Sache oder streitet vor Gericht. Das klingt oft offizieller oder sachlicher. Wenn es aber wirklich um Streit zwischen Personen geht, ist für Lernende die sichere Alltagsform sich streiten. Also bei Personen im Alltag lieber sich streiten. Wenn wir über Streit zwischen Personen sprechen, brauchen wir die Präposition mit und den Dativ. Richtig. Und wenn wir über die Vergangenheit sprechen, benutzen wir im Gespräch meistens das Perfekt. Er hat mit seinem Bruder gestritten. Und Präteritum? Im Präteritum klingt es oft eher nach Erzählung oder Literatur. Zum Beispiel, sie stritt sich mit ihrer Schwester. Manchmal finden wir in älteren oder literarischen Texten auch kürzere Formen. Aber für euren Alltag gilt, sich streiten ist die beste Wahl, wenn es um Menschen geht. Verstehe. Lilia, was sagst du eigentlich, wenn zwei Leute nicht aufhören können zu zanken? Dann sage ich, streit dich nicht. Das ist der Imperativ. Oder wenn es mehrere Personen sind, streitet euch nicht. Fassen wir noch einmal zusammen. In der Gegenwart für den Alltag, er streitet sich mit seinem Bruder. In einer Erzählung oder literarisch, sie stritt sich mit ihrer Schwester. Im Gespräch über die Vergangenheit, er hat mit seinem Bruder gestritten. Und als Aufforderung, streit dich nicht. Achtet auf das kurze i in den Vergangenheitsformen und vergesst die Präposition mit nicht. Wir hoffen, ihr streitet euch heute mit niemandem und habt viel Spaß beim Deutschlernen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.